herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 5. Episode unseres Abenteuers Erleuchtung im Westen aus dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ja, und in dieser Episode kehren wir zurück nach Autoch und wir schauen mal, was uns dort erwartet. Der Rat von Atlantis ist ganz außer sich ob deiner jüngsten Entdeckungen. Die Kunstgegenstände der Mayas, die du nach Atlantis brachtest, sind wahre Wunder. Daher hat der Rat beschlossen, dass alle Atlantiden die fantastischen Stücke mit ihren eigenen Augen sehen sollen. Leider besitzt Atlantis kein Gebäude, in dem die Sammlung in ihrem gesamten Umfang ausgestellt werden könnte. Aus diesem Grund muss ein Museum erbaut werden, das die Menschen aus allen 10 Königreichen anlockt. Die Freude über deine jüngsten Funde wurde indes durch einige beunruhigende Neuigkeiten getrübt. Während du mit der Gründung der Kolonie beschäftigt warst, haben die Apropes und Azaes damit begonnen, enorme Mengen an Waffen in ihren Städten zu horten. Das scheint ein wenig ungewöhnlich. Doch sind die beiden Vettern schon immer Kontrahenten gewesen. Vielleicht veranstalten sie nur einen Wettbewerb, um festzustellen, wer am schnellsten die meisten Waffen zusammenbekommt. Derweil hat Demeter auf ihrer immerwährenden Suche nach neuen und interessanten Feldfrüchten von einem sagenhaften Ackerland gehört, wo glänzende Stauden namens Silbermais wachsen sollen. In mancher Hinsicht erinnert der Silbermais Demeter an ihre Tochter Persephone. Bei Silber denkt man an Hades, der Persephone durch eine grausame List zwingt, ein halbes Jahr mit ihm zu verbringen. Die hohen, reifen Rispen indessen erinnern an den Sommer, wenn Persephone wieder an der Seite ihrer Mutter weilt. Und so verzehrt sich Demeter sehnsüchtigen Herzens danach, den Silbermais ihr eigen zu nennen, damit sie während der Zeit des Jahres, da Persephone in der Unterwelt weilen muss, eine Erinnerung an ihre Tochter hat. Du solltest davon ausgehen, dass Demeter dich bitten wird, den Silbermais für sie zu ernten. Der Titel der 5. Episode lautet Die imposante Sammlung. Und wir müssen auch für unsere ganzen Exponate, die wir aus unseren Expeditionen mitgebracht haben, ein entsprechendes Museum errichten, nämlich das Atlantika-Museum. Wir müssen aber auch einen Quest erfüllen, und zwar den Quest der Demeter, den Silbermais zu beschaffen. Wir brauchen allerdings auch einen Jahresgewinn von 6000 Drachmen und wieder müssen wir für die nächste Kolonie 48 Marmorplatten und 20 Krüge Olivenöl zur Verfügung stellen. Ja, wieder einiges, was wir in Autoch erledigen müssen und wir kehren auch sofort zurück zu unserer Heimatstadt. Ja, ein Koloniedenkmal steht zur Verfügung. Wir haben in der letzten Episode die Kolonie Coello gegründet und entwickelt. Gut, wir gehen wieder in den Pausenmodus und werden nochmal einen kurzen Überblick uns verschaffen. Die 3. Episode war geprägt von reger Bautätigkeit. Wir haben das Heiligtum der Demeter errichtet und für Athene und für Dionysos. Ja, alles Heiligtümer, die uns Ressourcen zur Verfügung stellen können. Wein, Oliven und fruchtbares Land für unseren Weizenanbau. Ja, und wir haben auch das 2. Wohngebiet schon hier für die Arbeiter errichtet. Den Pausenmodus können wir aufheben. Wir gehen nochmal ganz kurz auf die Weltkarte. Ja, wir haben hier jetzt unsere Kolonie Coello und Coello kauft bei uns Marmor und Orchikal und verkauft uns Holz und Wolle. Und wir kriegen auch 8 Einheiten Wolle jährlich als Tribut. Das ist sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir auch schon direkt das Pier von unserer Kolonie Coello. Ja, mit den Pieren haben wir natürlich hier so ein kleines Problem. Wir können nur noch hier entlang dieser Küstenlinie unsere Piere bauen und die Entfernung zu unseren Produktionsstätten wäre natürlich immer weiter. Aber das ist nun mal so, da kann man jetzt nichts machen. Coello passt hier noch hin und dann entwickeln wir das hier weiter. Dann können wir den Weg so bauen. Genau. Hier passt, glaube ich, auch noch ein Pier hin. So, wir kriegen wieder unsere Tribute, nämlich Wein von Biminis und natürlich jetzt 8 Stränge Wolle von Coello. Da können wir nur 4 annehmen, okay, Wolle haben wir wohl erstmal genug. So, und dann würde ich jetzt hier natürlich das schon einstellen, dass Marmor und auch Orchikal, das habe ich jetzt vergessen, das verkaufen wir ja auch, hier entsprechend gekauft werden kann. Oh,
24 Einheiten Orikal im Jahr. Das ist gut. Ja, mit Wein können wir momentan gar nicht so richtig was anfangen. Da müssen wir mal schauen, ob wir tatsächlich hier noch Landarbeiterlager und Keltereien bauen. Ich habe es jetzt mal so gebaut, dass wir hier 2 Warenlager haben. Einmal für Wein, einmal für Trauben. Da wird der Wein jetzt auch schon entsprechend eingelagert. Naja, schauen wir mal, ob wir nachher noch entsprechend Wein produzieren müssen. Ja, wir gucken noch mal kurz auf die Bauoptionen. Wir können gehobene Wohnungen bauen. Ja, bei Landwirtschaft hat sich nichts geändert. Weizenfarmen können wir weiterhin bauen. Ja, und wir können eigentlich nur Oliven entsprechend hier kultivieren. Allerdings haben wir alles fruchtbare Land, was uns zur Verfügung steht, jetzt hier schon genutzt. Nur beim Heiligtum der Demeter haben wir noch fruchtbares Land, was wir jetzt sukzessiv natürlich für Weizenfarmen nutzen. Bei Gewerbe haben wir weiterhin die Steinmetzwerkstatt und die Metallhütte. Und wir können Skulpturen, Olivenöl und Wein produzieren. So, hier ist natürlich alles gleich geblieben. Wie gesagt, wir könnten ein Hippodrom bauen in unserer Stadt. Bei der Wissenschaft ist alles gleich. Bei der Mythologie können wir noch die Zitadelle des Poseidons und die Oase der Aphrodite errichten. Beim Militär haben wir alle Möglichkeiten, unsere Stadt zu befestigen. Ja, und wir können Fregattenhäfen, Waffenschmieden, Pferdehöfe und auch Wagenfabriken jetzt bauen. Bei der Ästhetik haben wir bei der Poseidon-Pyramide nun das Atlantika-Museum. So, Arbeitsmarkt, oh, das sieht gut aus, und Lebensmittel sieht auch gut aus. Gut, ja, dann könnten wir anfangen, unser Atlantika-Museum aufzubauen. Dann wollen wir mal gucken, wie groß das überhaupt ist. Naja, so groß ist es jetzt nicht. Ja, man könnte es hier hinbauen. Da passt es nicht mehr hin. Hier würde es hinpassen. Ne? Ich meine, hier haben wir natürlich auch noch jede Menge Platz. Ich wollte mal gucken, ob jetzt hier noch ein Pier zu errichten ist. Nee, ich glaube nicht. Nein, hier passt keins mehr hin. Ach, wie schade. Okay, das heißt aber auch, dass wir hier diesen Bereich gar nicht nutzen können. Ich glaube, das nächste Pier, was wir bauen können, ist hier. Ja, hier passt eins hin. Okay, wir können noch das Pier von Artium, Neusus, Palanque, Kakal und Fünftmal bauen. So, Fünftmal kauft schwarzen Marmor, verkauft uns Seeigel, brauchen wir nicht. Palanque kauft schwarzen Marmor und Olivenöl, verkauft uns Holz. Ja, wir könnten Olivenöl verkaufen. Ja, Kakal kauft Marmor, Wolle und Skulpturen und verkauft uns Orangen. Also hier könnten wir auch nochmal Marmor verkaufen. Ja. Dann bauen wir doch das Pier von Kakal hier noch auf. Dann bauen wir das so. Ach, das passt doch wunderbar. So. Kann das hier weg. Und hier müssen wir natürlich noch wieder einen Architekten errichten. Wir können hier hin. Ja, und hier ergibt sich jetzt so ein Feld. Und ich glaube, wir bauen hier richtig großzügig dieses Atlantika-Museum auf. Das könnte man jetzt tatsächlich so hier bauen. So. Ja, gar nicht schlecht. Und dann könnte man so das bauen. Nein, so. Und so. Oh ja, das gefällt mir. Da haben wir hier wieder jede Menge Platz zur Verschönerung. Ja, das ist gut. So, wir brauchen natürlich jetzt wieder die Kunsthandwerkergilden.
Wir bauen mal 2 Stück hier auf. So, die Architekten müssen aber jetzt nicht diesen Umweg hier gehen. Ne? So, wir brauchen Mitarbeiter. Aber vorher werden wir jetzt auch schnell einstellen. Wir können Marmor verkaufen. Skulpturen jetzt nicht unbedingt. Ja, dann passt das ganz gut. So, ja, wir brauchen Mitarbeiter, dann parzellieren wir doch hier noch den Rest. So. Ja, passt das hier mit dem Labor noch? Gucken wir mal eben. Okay. Das muss hier weg, weil das Labor natürlich hier hinkommt. So. Ja, so passt es, genau. Eben noch schnell korrigiert. Ja, wir könnten das Olivenöl schon mal für die Kolonie zur Verfügung stellen. Wenn wir unsere Stadt hier weiterentwickeln, brauchen wir das Olivenöl dann doch. So, dieses Warenlager kann jetzt weg. Da ist der Wein jetzt raus. Gut. So, wir müssen natürlich gucken, was brauchen wir eigentlich für unser Atlantica-Museum. 32 Marmorplatten, 55 Platten schwarzen Marmor, 24 Ladungen Holz und 40 Ladungen Aurikal. Okay, wir müssen schwarzen Marmor einkaufen. So, was ist jetzt hier los? Warum wird hier auf einmal so schnell schwarzer Marmor hier verbaut? Das ist ja sehr sonderbar. Meine Güte. Oder war hier wieder Atlas am Werk, aber wir haben ja gar nichts gehört. Das ist sonderbar, oder? Egal. Ja, den schwarzen Marmor können wir hier bei Diaprea einkaufen. Natürlich am anderen Ende unserer Baustelle. Egal. So. Ja, in der Zwischenzeit könnten wir doch mal hier unser Vorplatz von dem Heiligtum von Atlas verschönern. Ja. Das wäre ganz gut, weil wir müssen jetzt eigentlich warten, bis der Quest verkündet wird. In der Zeit können wir hier noch mal ein bisschen verschönern. So, das sieht doch gut aus. Dann kommen hier noch Säulen hin. So. Ja. Okay. Noch ein paar Bänke. Ja, und dann kann man doch hier Quellbrunnen bauen. Das finde ich doch schön. So, passen hier 2 hin und passen sogar 2 hin. Oh, das passt sogar noch gerade hier so rum. Oh ja, tatsächlich passt das hier noch so. Ja, wunderbar. So kann es doch bleiben, oder? Ja. Ich finde, das ist doch für unser Heiligtum von Atlas würdig, dieser Vorplatz hier. Ja, und hier schauen wir mal, was hier noch so passiert. Ja, Aurikal produzieren wir jede Menge. Ein bisschen zu viel, muss man sagen. So. Grüße, edles sterbliches Wesen. Wenn Sie meinen Quest erfüllen, wartet eine Belohnung auf Sie. Ja, Demeter hat ihren Quest verkündet, den Silbermais zu ernten, und das kann nur unser Held Jason. Ja, Jason hatten wir schon in der letzten Episode. So, der Held kriegt seine Heldenhalle hier direkt am Heiligtum von Demeter. Ja, und wir brauchen
3 Kriegsfregatten, 2 Wagenlenkerkompanien, 64 Kisten Nahrung und 8 Pferde sowie 16 Amphoren Wein. So, die 16 Amphoren Wein haben wir schon. Gut, ja, wir müssen ein Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufbauen, um unsere 2 Wagenlenkerkompanien zu haben. Und wir brauchen die Kriegsfregatten. Tja, mit den Kriegsfregatten ist das so ein Ding, weil wir haben sowieso zu wenig Baumöglichkeiten hier an unserer Küste. Ne, hier passt nichts hin. Ah doch, hier passt eine hin. Wir bauen sie auch schon mal hier auf. Ja, und wir kriegen eine Mitteilung. Argensfelder sind entdeckt worden. Interessanter Name. Gucken wir gleich nach. Erstmal anschließen hier. So, hier müssen wir aber definitiv einen Architekten zahlen. So, Biminis zahlt Tribut. Hat es noch ein bisschen Platz? Ja, also Wein können wir annehmen, aber Wolle haben wir eigentlich mehr als genug. Nee, Wein können wir auch nur noch 4 Amphoren annehmen. Naja, alles nicht so tragisch. Den Wein werden wir jetzt bald für unsere gehobenen Wohnungen brauchen. So, dann bauen wir hier noch einen Architekten auf. Und können wir Waffen einkaufen? Ich glaube ja, ich produziere die jetzt nicht. Ja, das weiß ich. Ampfer verkauft uns Rüstung. Ja, okay. Hier ist Ampfer, dann kaufen wir die Rüstung mal ein. Wir können zwar unsere Waffen selber produzieren, aber wir haben einfach zu wenig Bronze, die wir einkaufen können. Ich gucke noch mal kurz. Jem ist der Einzige, der uns Bronze verkauft. Ansonsten haben wir keinen, der uns Bronze verkauft. Nein. Ja, und dann haben wir hier jetzt noch die Argensfelder in der Nähe der Jugendquelle. Okay, hier in Nordamerika. Gut, ja, dann errichten wir jetzt das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen. Das können wir tatsächlich hier errichten. Hier haben wir noch jede Menge Platz. Und dann bauen wir hier noch ein Versorgungszentrum auf dafür. Die Waren haben wir ja hier alle in der Nähe. Zumindest, also Olivenöl muss man dann noch ein bisschen weiter transportieren. Das ist aber nicht ganz so dramatisch. So, dann, wie bauen wir das denn jetzt am besten? Ja, das passt doch hier eigentlich schon ganz gut, wenn wir das so bauen. Dann können hier die Kunsthandwerker-Gilden, die können wir doch woanders hinbauen. Dann können wir doch hier Warenlager schon mal errichten, oder? Dann errichten wir die doch hier. Wir noch warten, bis die in Betrieb sind. So, dann können die hier weg. So, dann können wir doch schon mal hier Warenlager bauen. Und zwar 1, 2, 3. Wunderbar. So, dieses hier wird den Wein jetzt holen. Können wir komplett. Dieses hier kann die Wolle holen. Und dieses hier natürlich das Olivenöl. So, wir brauchen noch 2 Warenlager, die passen hier hin. Dieses wird jetzt die Rüstungen annehmen. Wie komme ich denn auf 2? Quatsch. Ich brauche nur 1 noch. Allerdings brauchen wir noch ein Silo, ne? Das Silo kann tatsächlich hier hin. Wir schon wieder unsere Kunsthandwerker-Gilden versetzen. Und auch den Architekten. Aber warum nicht?
Also Geld genug haben wir ja. Ja, jede Menge schwarzer Marmor, der jetzt hier entsprechend zur Verfügung gestellt wird. Ja, ich glaube, wir warten jetzt einmal, bis das Atlantika-Museum fertiggestellt ist. Wir können jetzt die Infrastrukturen schon mal entsprechend zur Verfügung stellen für unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen. So, dann gucken wir mal, wie wir das jetzt noch weiter entsprechend aufbauen. Ja, unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen habe ich jetzt hier entsprechend eingeplant. Wir haben 2 einfache Agoras, die können wir jetzt auch schon mal bestücken. So. Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall noch Verschönerung, weil ich glaube, dass ich das jetzt so nicht entsprechend hier aufbauen kann. Da fehlt uns Attraktivität, obwohl wir jetzt hier entsprechend Prachtstraßen gebaut haben. Wir werden aber jetzt mal hier das zweite Wohngebiet auch mal weiterentwickeln lassen. Und da bauen wir jetzt hier das Labor auf. So, und dann haben wir auch wieder genug Arbeitskräfte, aber wir müssen ja die ganzen Wissenschaftsgebäude jetzt bauen. Ich glaube, hier können noch 3 Parzellen hin. So, wir können das Lohnniveau nochmal auf hoch stellen, dann haben wir ein paar Arbeitslose. Ja, wir brauchen ja Bibliotheken, die baue ich ja immer hier auf. Und wir brauchen ein Observatorium, das kommt hier hin. Und wir brauchen natürlich ein Labor hier. So, und dann brauchen wir dringend natürlich hier eine Universität. Die passen nämlich genau hier rein, genauso wie die Erfinderwerkstatt. Ja, also wenn das nicht gut platziert ist, dann weiß ich es auch nicht. So, Säulen hier noch. Gefällt mir das eigentlich ganz gut. So, jetzt müssen wir wirklich warten, bis wir genügend Mitarbeiter wieder haben, dass hier dieses entsprechende Defizit ausgefüllt wird, und dann parzellieren wir tatsächlich unsere gehobenen Wohnungen. Ja, hier Atlantika Museum. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Da fehlt jetzt schwarzer Marmor. Oh, wir kriegen nochmal eine Mitteilung, dass in Diaprea militärisch aufgerüstet wird. Ja, die Sorge haben wir ja schon im Intro gehört. Mal schauen, was da entsprechend passiert. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Das Wohngebiet hat sich entwickelt. Weitere Bürger wandern ein. Immer mal gucken, ob die Nahrungsmittelversorgung reicht. Ja, genug für alle. Wunderbar. So, dann bauen wir jetzt mal hier ganz dringend den Architekten auf. Den habe ich ganz vergessen. So, und dann brauchen wir hier eine Klinik. Und natürlich das Steuerbüro. So, und jetzt könnten wir die ersten gehobenen Wohnungen, glaube ich, aufbauen. Gucken wir mal, ob das passt. Ja, das passt. Sehr schön. Oh, ein Gebäude ist eingestürzt. Ja, ich habe zu spät den Architekten gebaut. Das bin ich selber schuld. So. Ja, Verschönerungen brauchen wir. Fischteiche sind da immer sehr gut geeignet. Die passen, glaube ich, genau hier so dazwischen. Na, wunderbar. Hier möchte ich auch noch welche bauen, gehobene Wohnungen. Dann müsste man das so bauen. Ja. Dann gucken wir mal, ob das jetzt passt. Ja, jetzt passt es. Oh wow, jetzt haben wir aber hier wirklich das Wohngebiet gut gefüllt. Ja, wir brauchen allerdings Nahrung hier, und ich wollte ja hier dieses Silo bauen. Also bauen wir jetzt doch nochmal die Kunsthandwerkergilden hier hin.
Gut, sind in Betrieb, dann können die hier weg. Auch der kann weg. Und dann kommt hier jetzt das Silo hin. Das passt nämlich genau hier rein. Das ist sehr gut. So, du kannst jetzt den Weizen fordern bzw. holen. 16 Einheiten. So, den Architekten sollten wir aber wieder aufbauen. Der kann hier hin. Ja, ich finde, das haben wir sehr schön kompakt hier aufgebaut. Das gefällt mir gut. So, hier können noch Denkmäler hin, wenn wir noch welche bekommen. So, und da wandern auch die ersten Bürger in unsere gehobenen Wohnungen ein. So, denke mir mal, so können wir das jetzt erstmal entwickeln lassen. Und dann brauchen wir jetzt gleich auch noch Pferdehöfe und wir müssen natürlich auch Wagen produzieren. Das dürfen wir natürlich nicht zu weit hier von unserer Agora machen. Ich denke mir mal, das können wir ganz gut hier alles aufbauen. Da haben wir ja noch genug Platz. So, das Lohnniveau können wir wieder auf Normal setzen. Oh, dann fehlen uns direkt welche. Ja komm, dann bauen wir hier direkt den Ölhändler noch auf. Dann können die sich weiterentwickeln. Wir kaufen in Coelho aber auch nochmal Wolle ein. Wir haben ja jetzt durch den Bau der gehobenen Wohnung ziemlich viel Wolle verbraucht. Naja, wir haben November und gleich werden ja auch wieder unsere Tribute fällig. So, die Kriegsfregatte ist fertig. Können wir die Mannschaft nach Hause schicken, dann haben wir auch wieder genug Arbeiter, hoffentlich. Ja. So, hier können wir noch schnell die Verschönerungen durchführen. So, eine weitere Kriegsfregatte müssen wir errichten. Nein, hier passt es leider nicht. Ja, und auch Artium rüstet militärisch auf. Nein, nein, nein. So, und wie gesagt, Tribute stehen an, können wir alle entsprechend annehmen. So, wie viel schwarzen Marmor brauchen wir denn jetzt noch hier? 34 Platten. Ja, Diaprea verkauft uns ja den schwarzen Marmor. Ja. Dann schick uns doch mal welchen. Vielen Dank. Achso, da brauchen wir aber ein Warenlager für. Komm, dann nehmen wir das jetzt hier, wo wir die Rüstung annehmen. Ich kann auch den schwarzen Marmor annehmen. So, wir waren aber bei unseren Kriegsfregatten stehen geblieben. Ja, hier können wir noch 2 bauen. Oh, das ist aber wirklich recht weit weg. Können wir hier 2 bauen? Ne, hier können wir keine 2 bauen, das sehe ich jetzt schon. Ach, ist das weit weg. Ja, das ist wirklich dann weit weg, aber auch egal. Ich baue die Kriegsfregatten jetzt tatsächlich hier ganz weit oben. Da können wir die 2 nämlich so bauen. Und dann erschließen wir das hier nämlich auch nochmal alles. Für weitere Piere, dann bauen wir das so. Ja, dann kommt hier der Architekt hin und natürlich die Sperre. Ja, das dauert jetzt natürlich noch ein bisschen. Oh, wir haben direkt 2 gebaut. Nochmal das Lohnniveau auf, hoch. Ja, das sieht eigentlich auch alles gut aus. Ja, mit den Rüstungen ist so eine Sache. Wir haben einfach zu wenig Bronze, als dass wir noch Rüstungen entsprechend produzieren können. Und dann können wir unsere Skulpturen nicht mehr produzieren. Also kaufen wir Rüstungen ein, dann dauert es halt ein bisschen länger. So, dann bauen wir doch hier noch mal 2 Weizenfarmen auf. Ja, und wir kriegen nochmal 12 Ladungen schwarzen Marmor von Diaprea. Vielen Dank.
Ja, wird auch direkt verbaut. So, dann braucht es hier aber kein schwarzer Marmor mehr angenommen werden. Eine Platte ist ja jetzt noch drinnen. Ampfer braucht Bronze, die brauche ich auch. In 6 Monaten. Und wir haben unsere 12 Einheiten Bronze entsprechend schon verbraucht. Ja, Ampfer, es tut mir jetzt sehr leid, aber ich denke mir, das schaffe ich nicht. Würde jedem uns denn Bronze geben? Nein. Okay. So, dann würde ich sagen, Pech gehabt. Kriegst nachher ein Geschenk, Holz und dann ist das alles gut. Ja, oder soll ich doch 2 Waffenschmieden noch bauen? Ich meine, hier die Bildhauerateliers, die haben natürlich auch jede Menge Bronze. Da haben wir jetzt noch 4 Einheiten im Warenlager. Dann könnte jetzt noch eine Skulptur aufgebaut werden. Ach komm, dann bauen wir doch 2 Waffenschmieden noch hier auf. So, und der Sockel für unser Atlantica-Museum ist bald fertiggestellt. 10 Platten schwarzen Marmor brauchen wir jetzt noch. Und 25 Ladungen Orchikal für den Sockel. Und dann noch 32 Marmorplatten und 24 Ladungen Holz. Ja, und hier warten wir jetzt noch, bis die anderen gehobenen Wohnungen auch alle Waffen haben. Das sieht aber ganz gut aus. 2 gehobene Wohnungen brauchen noch Waffen. Ja, wir haben jede Menge Olivenöl weiterhin. Athene segnet hier kräftig unsere Olivenpressen. Palanque kauft ja auch noch Olivenöl. So, wo passt es denn jetzt hier hin? Hier, ne? Hier nicht. Das finde ich interessant. Doch, passt doch hier hin. Und doch mein. So, dann kann hier noch Olivenöl verkauft werden. Ja, und Holz könnten wir ja auch noch kaufen, wenn wir wollten. Dann machen wir das so. Da haben wir ja einen Architekten. Dann bauen wir die Sperre so auf. Und so. Ja, wir bekommen die Mitteilung, dass in Diaprea weiter militärisch aufgerüstet wird. Ja, wir werden jetzt hier in unserem Wohngebiet der gehobenen Wohnungen das Museum errichten. Das brauchen ja jetzt hier unsere Bürger. Zwar haben wir hier immer noch eine Wohnung, die keine Waffen hat, aber ich denke mal, das wird sich jetzt bald ändern. Gut, bauen wir das Museum. Das passt nämlich hier rein. So, und dann können wir hier auch noch Verschönerungen durchführen. Ja, sehr gut. Ja, und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Ja, und mit dem Bau des Museums wird sich jetzt dieses zweite Wohngebiet hier auch weiterentwickeln, obwohl kein Observatorium gebaut ist. Das kennen wir ja. Da sehen wir es nämlich, zack, haben die sich alle hier entsprechend weiterentwickelt. Ja, und mit dem Bevölkerungsschub, der uns jetzt hier gleich widerfahren wird, werden wir die Pferdehöfe und auch die Wagenfabrik bauen. Ja, am Verbrauch seine Bronze können wir nicht zur Verfügung stellen. Ja, und hier bei unserem Atlantica Museum wird jetzt weitergebaut. Die hölzerne Transportrutsche ist schon errichtet. Was brauchen wir denn jetzt noch? 32 Marmorplatten, 12 Ladungen Holz und 24 Ladungen Orchikal. Okay. Da kommt schon jede Menge Marmor, sehe ich gerade.
eine lange Reihe Transportelefanten. Und auch Holz. Meine Güte, da bin ich immer gespannt, wie das aussieht. Allerdings glaube ich, dass auf diesem Sockel jetzt das normale Museum sozusagen gebaut wird. Ja, und unser Kunsthandwerker wartet immer noch. Ja, ist noch nicht alles da. Okay, gut. Ja, und hier unsere gehobenen Wohnungen haben sich wie erwartet auch weiterentwickelt. Jetzt werden wir entsprechend die Pferdehöfe bauen. Ja, Tribute nehmen wir an. Wolle können wir gar nicht mehr annehmen. Okay. So, die Pferdehöfe könnten hier hin. Passt hier einer hin? Hier passt einer hin. Und hier passt einer hin. Ja. Und wir haben mittlerweile schon 5000 Einwohner in unserer Stadt Autoch. Ja, und dann bauen wir die Wagenfabrik dann hier hin. Ja, das passt. Und den Architekten, den wir abgerissen haben, der kann hier hin. Ja, so haben wir das auch sehr schön kompakt hier gebaut. Das gefällt mir sehr gut. Ja, und ich glaube, da wird auch schon der Weizen zu unseren Pferdehöfen gebracht. Ja, wir haben es geschafft. Das Atlantica Museum ist fertiggestellt. Ja, und wie ich es vermutet habe, ist jetzt hier auf diesem Sockel das uns bekannte Museum errichtet worden. Okay, dann können wir jetzt diesen Bereich hier noch verschönern. So, hier können Alleen noch hin. So. Und so. Dann habe ich jetzt folgende Idee, dass wir das mit einer Mauer umfassen. So. Ja, und hier verspringt das nämlich dann so. Ja, das finde ich eigentlich ganz hübsch. So, und hier haben wir natürlich wieder Platz für jede Menge Verschönerung. Bäder, das finde ich ja lustig. Genau, an dem Museum haben wir auch dann Bäder. Dann brauchen wir natürlich Bänke. Vogelbad. Blumengärten. So, der Rest kann mit Parkanlagen entsprechend ausgefüllt werden. Habe ich noch einen Clou. Nehme ich das. Ja, das ist doch cool. Ja, dann haben wir jetzt hier dieses Bauwerk errichtet. Jetzt müssen wir den Quest für Demeter erfüllen. Dafür müssen wir jetzt Streitwagenkompanien ausbilden. Und ich sehe schon, dass wir hier 2 Streitwagen in der Wagenfabrik haben. Das heißt, der Wagenhändler kann jetzt hier auf der Agora platziert werden. Dann werden wir jetzt hier auch die letzten Verschönerungen durchführen.
das sieht doch richtig gut aus jetzt hier. Und wir haben noch die Möglichkeit, hier an den beiden Seiten später noch weitere gehobene Wohnungen zu etablieren. So, die Nahrungsversorgung ist immer noch gut, obwohl wir eine Rückentwicklung haben. Weswegen? Nahrungsmittel, das finde ich aber jetzt sonderbar. Die Silos sind gefüllt. Ja, dann bauen wir doch nochmal 2 Weizenfarmen hier auf. Wir haben ja noch genug Kapazität. Ja, und dann schauen wir nochmal ganz kurz hier nach unserem Helden. Okay, wir brauchen jetzt noch die Wagenlenker und auch die Pferde. Alles andere haben wir. Das heißt, die beiden Kriegsfregatten sind ja auch schon fertiggestellt. Arbeitsmarkt. Ja, sieht soweit ganz gut aus. Können wir so lassen. So, und da sehe ich auch schon den Wagenhändler, wie er ja neue Streitwagen holt. Und die haben ja schon das erste Anwesen mit Streitwagen. Okay, das dauert jetzt noch ein bisschen, bis hier alle mit Streitwagen versorgt sind, beziehungsweise bis wir unsere 2 Kompanien vollzählig haben. Dann bauen wir hier auch noch das fehlende Observatorium auf. Ja, und dann hier noch die Parkanlagen. So, schon wieder Jahresanfang. Wir können wieder unsere ganzen Tribute annehmen. Ja, wir haben jetzt hier unsere beiden Wohngebiete nochmal richtig schön aufgehübscht. Da können wir jetzt hier auch nochmal Denkmäler setzen. Ja, das sieht doch richtig gut aus. Dann müssen wir nur noch hier oben diesen Bereich hier verschönern und dann ist das komplett. Ja, wir haben Mai und die Silos leeren sich. Ich baue dann doch nochmal 2 Weizenfarmen hier auf. Oh wow, und schaut euch an, fast alle Weizenfarmen sind gesegnet von Demeter. Das ist sehr gut. Ja, Arbeitsmarkt sieht auch gut aus. Ja, und hier im Wohngebiet der gehobenen Wohnungen warten unsere Bürger weiterhin auf Streitwagen. Wir haben jetzt wie viel? 3. Da müssen wir aber noch ein bisschen warten, bis wir die 2 Kompanien voll haben. Was passiert eigentlich, wenn ich zu Demeter bete? Ich werde für sie sorgen, wenn sie in Not sind. Okay. Ampfer schätzt sie weniger. Ja, das war das mit der Bronze gewesen. Oh, was haben wir da? Im Gefolge von Demeter haben wir ganz viele Mitarbeiter aus den Arbeitslagern, oder? Aha. Körbe voll Weizen werden dann hier zu den Silos gebracht. Obwohl, es wird auch jetzt gerade geerntet. Auch das sieht ja niedlich aus. Sind das die Dienerinnen der Demeter? Ja, wir haben Ampfer ja keine Bronze schicken können. Kauft Weizen. Können wir denen ein kleines Weizengeschenk machen? Können wir auch ein großes Weizengeschenk machen, ne? Dann seid ihr wieder glücklich. Ich denke mal, Weizen haben wir wirklich mehr als genug. Waffen haben wir jetzt mittlerweile auch mehr als genug. So, und Biminis zahlt wieder seinen Tribut und auch Coelho. So, Rüstung können wir jetzt hier den Einkauf stoppen. Ja, und mittlerweile haben wir auch die 2 Kompanien Wagenlenker. Uns fehlt jetzt die Nahrung und die 8 Pferde. Wie gewohnt werden wir jetzt das Gewerbe für den Wagenbau erstmal stilllegen, damit wir unsere Pferde nachher haben. Ja, und wenn jetzt im Juli geerntet wird, denke ich mir mal, haben wir auch die Nahrungsmittel. So, Juli, es wird geerntet. Ja, und das ist auch das Einzige, was wir jetzt noch für unseren Helden Jason brauchen. Ja, die Silos sind aber alle ganz schön leer hier. Ja, und auch auf der Agora sind erstmal keine Lebensmittel mehr drin.
Ja, aber wir haben genug für alle. Hier warten ja die ganzen Karrenschieber darauf, dass sie ihre Ware zum Silo bringen können. Ja, mittlerweile haben wir jetzt die 64 Kisten Nahrung und wir können nach unseren Helden Jason rufen. Wunderbar. Ja, aber wir haben jetzt hier echt ein Problem mit der Nahrung. Wir haben März. Gut, hier haben wir jetzt wieder etwas Nahrung in dieser Agro. Hier nicht, aber es kommt noch Weizen. Ah ja, da kommt Weizen noch. Und wir haben jetzt März. Ja, da müsste eigentlich das gleich wieder entsprechend sich auffüllen. Da muss man wirklich ein bisschen drauf aufpassen. Ja, aber ich glaube, das sollte jetzt kein Problem sein. April, da wird bald geerntet und wir haben jetzt noch ein bisschen was im Silo. Ich bin Jason von Iolchos und gekommen, um Ihnen so gut ich kann zu helfen. Ja, das ist sehr nett, Jason. Dann kannst du direkt den Silbermais besorgen für Demeter. Ja, und dann nähern wir uns auch allmählich dem Ende dieser Episode. Wir müssen dann nämlich nur noch die 48 Marmorplatten für die Kolonie zur Verfügung stellen. Das machen wir natürlich wieder ganz zum Schluss. Wir könnten nochmal, obwohl bald geerntet wird, Artium fragen, ob sie uns Nahrungsmittel geben könnte. Das tun sie wunderbar. Weil hier Ich werde auf für dieser... Sie sorgen, wenn Sie in Not sind. Demeter hat gesehen, dass unsere Silos leer sind und kommt jetzt nochmal mit einer extra Ration. Oh, vielen Dank. Ja, wir können natürlich das Gewerbe jetzt für die Wagen wieder aktivieren. Ja, und warten darauf, dass Jason den Quest löst, beziehungsweise den Silbermais bringt. Ja, und Artium gewährt uns nochmal 12 Garben Weizen. Vielen Dank. Ich bin zutiefst zufrieden. Sie haben meinen Quest abgeschlossen. Ja, Demeter ist zufrieden. Sie hat ihren Silbermais, den Jason ihr gebracht hat, und wir benötigen Mitarbeiter. Ja, ich befürchte, ja, dass wir hier eine Rückentwicklung haben aufgrund des fehlenden Weizen, aber unsere Silos sind jetzt voll. Das sollte sich gleich alles wieder normalisieren. Gut, wir können jetzt die große Statue der Demeter bauen. Das könnten wir so hier bauen, oder? Ja. So, dann schauen wir mal. Ja, das sieht doch ganz gut aus, aber bitte in die richtige Richtung gucken. So, zu deinem Heiligtum. Ach, das ist doch schön. So, dann können wir hier die Straßen drumherum bauen. Das gefällt mir. Gut, dann versenden wir jetzt entsprechend noch die 48 Marmorplatten und haben damit diese Episode erfolgreich abgeschlossen. Das Atlantica-Museum ragt hoch über der Stadt auf und schon allein seine grandiose Architektur wäre es wert, selbst in einem Museum ausgestellt zu werden. Die neuesten Kunstgegenstände der Mayas sind ausgestellt. Atlantiden vom gesamten Kontinent strömen in Scharen in die Stadt, um die erlesene Metallschmiedekunst der Mayas, ihre fein gemusterten Stoffe und die erstaunlichen und doch bestechend einfachen Werkzeuge, die im Alltag der Mayas ihre Anwendung finden, zu bewundern. Das jüngste Ausstellungsstück des Museums ist ein Kolben Silbermais, den dir Demeter in ihrer Güte zum Dank überreicht hat. Zwar sind alle in Atlantis erstaunt über deine jüngsten Entdeckungen, doch wird es nicht mehr lange dauern, bis sie sich nach mehr sehnen. Die Zeit ist gekommen, herauszufinden, was es sonst noch auf der Welt zu sehen gibt. Ja, wir haben Autoren dieser Episode noch gut weiterentwickelt, aber
In der nächsten Episode gründen wir erneut eine Kolonie. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.